Es ist der 3. November 2020, Wahltag in Amerika. Die Stimmbürger wählen ihren Präsidenten, sollte man meinen. Aber das tun sie eben nicht, zumindest nicht direkt. Die Stimmbürger geben ihre Stimme zwar für Joe Biden oder Donald Trump ab, doch gewählt werden dabei sogenannte Wahlmänner. Diese, insgesamt 538 Männer und Frauen, wählen erst ein paar Wochen später den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das System wird auf Englisch Electoral College genannt und stammt aus der Gründungszeit der Vereinigten Staaten, einer Zeit, in der es noch nicht einmal die Eisenbahn gab. Philadelphia im Sommer 1787. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten diskutieren darüber, wie sie einen gemeinsamen Präsidenten wählen können. Eine Idee: das Volk wählt den Präsidenten direkt. Doch die Gründerväter sind skeptisch gegenüber dem Stimmbürger. Der normale Mann auf der Straße könne sich nicht über nationale Politik informieren und das Land laufe Gefahr, einen Demagogen zu wählen. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum vor allem die Südstaaten gegen die direkte Volksabstimmung sind. Ihre Bevölkerung besteht zu großen Teilen aus Sklaven, die nicht wählen dürfen. So fehlt den Südstaaten das nötige Stimmgewicht, um einen Präsidenten mitzubestimmen. Das Wahlrecht ist viel weiter verbreitet in den nördlichen Staaten. Die Südstaaten können keinen Einfluss haben auf die Wahl eines Präsidenten, aufgrund der Schwarzen. Einigen konnten sich die Gründerväter schließlich nur auf die indirekte Wahl durch Wahlmänner. Das heutige Wahlsystem war von Anfang an ein Kompromiss. Und so funktioniert dieser Kompromiss. Jeder Staat bekommt eine Anzahl Stimmen für die Wahl des Präsidenten. Diese Stimmen werden von Wahlmännern abgegeben. Doch wie viele Stimmen soll ein Staat bekommen? Kalifornien hat zum Beispiel 55 Stimmen, Alaska aber nur 3. Hier gilt eine einfache Formel. Ein Staat bekommt gleich viele Wahlmänner, wie er Senatoren und Kongressabgeordnete hat. Jeder Staat, egal wie groß, hat immer 2 Senatoren und damit auch schon mal 2 Stimmen. Weiter entscheidet die Bevölkerungsgröße des Staates darüber, wie viele Kongressabgeordnete und damit Stimmen der Staat bekommt. Damit erklärt sich der große Unterschied zwischen Kalifornien und Alaska. Alaska hat 730.000 Einwohner, Kalifornien fast 40 Millionen. Damals in Philadelphia 1787 wurden aber die Sklaven nicht zur offiziellen Bevölkerung gezählt. Die Gründerväter führten also noch die 3/5-Regel ein. Ein Sklave wurde als 3/5 von einer Person gezählt. Und bis auf die 3/5-Regel hat sich das System bis heute nicht grundlegend geändert. Doch die Rechnung der Gründerväter ging nicht ganz auf. Sie gingen davon aus, dass die Wahlmänner ihre Stimme unabhängig abgeben würden. Damals gab es noch keine Parteien, geschweige denn 2 große, die alles bestimmen. Heute aber wählen die Parteien die Wahlmänner aus. In jedem Staat stellt die Partei eines Kandidaten eine Liste mit potenziellen Wahlmännern auf. Wenn der Stimmbürger dann sein Kreuz für den Kandidaten setzt, setzt er es in Wirklichkeit für eine dieser Listen mit Wahlmännern. 8. November 2016. Donald Trump gewinnt die Präsidentschaftswahl der USA. Obwohl er insgesamt fast 3 Millionen Stimmen weniger bekommt als Hillary Clinton, liegt er bei den Wahlmännern weit vorne. Nicht, weil diese den Willen der Bevölkerung ignorieren, sondern wegen des Prinzips Winner take all. Der Gewinner in einem Staat bekommt alle Wahlmänner, egal wie eng das Wahlresultat ist. Beispiel Michigan. Trump gewinnt diesen Staat mit einem Vorsprung von nur 0,3% der Stimmen und damit alle 16 Wahlmänner. Fast die Hälfte der Stimmbürger, also mehr als 2 Millionen Menschen, haben Hillary Clinton gewählt. Im Electoral College haben sie dennoch keinerlei Gewicht. So entscheidet eigentlich nur ein Bruchteil der Stimmbevölkerung, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Und diese Stimmbürger leben in nur wenigen Staaten. Um Präsident zu werden, muss ein Kandidat mehr als die Hälfte der Wahlmänner gewinnen. 270 ist dabei die magische Zahl. Die meisten Staaten stimmen Wahl für dieselbe Partei ab. Sie geben den Kandidaten eine verlässliche Basis.
Spannend wird es erst in den Swing States. Diese wählen mal für die eine, mal für die andere Partei. Sie sind die Wackelkandidaten und können alles entscheiden. Nur in ihnen lohnt es sich wirklich, Wahlkampf zu betreiben. Viele Amerikaner sind unzufrieden mit ihrem komplizierten und veralteten Wahlsystem. Über 700 Mal wurde bereits versucht, das System zu ändern, ohne Erfolg. Aber eine Änderung hin zur direkten Wahl würde den Wahlkampf in die großen Staaten verschieben und tiefgreifende Folgen haben, mit denen auch viele Amerikaner unzufrieden wären. Das System ist und bleibt ein Kompromiss.